Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und heute schauen wir uns den vermeintlich besten FPV-Rucksack an. Und das ist dieser hier von PGY-Tech, der OneMo FPV. Ich habe nämlich für die letzten Jahre einen Nicht-FPV-Rucksack genutzt, also so einen sehr günstigen und sehr einfachen. Das ist jetzt allerdings, wie man vielleicht sieht, ein wirklich richtiger FPV-Rucksack, der auch genau dafür gedacht ist. Und PGY-Tech war so freundlich und hat mir den schon vor einigen Monaten zugeschickt, sodass ich den schon lange vor Release auch jetzt testen konnte. Und was jetzt meine Meinung dazu ist und weswegen ich denke, dass das der beste FPV-Rucksack ist, erfahrt ihr in diesem Video. So, ich habe den jetzt erstmal wieder aufgesetzt, weil so ist das schon deutlich bequemer, als den die ganze Zeit so hoch zu halten. Da ist nämlich noch ein komplettes FPV-Set drin. Dazu kommen wir aber gleich. Aber eins erstmal vorweg. Das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Rucksack für FPV-Anfänger mit kleinem Budget. Es ist im Endeffekt schon ein ziemliches Luxusprodukt, was preislich etwas höher angesiedelt ist. Aber für Leute, die halt was richtig Solides haben wollen oder Leute wie ich, die einfach schon jahrelang in dem Hobby drin sind und was richtig Schönes haben wollen, mit dem sie alles machen können, ist das vielleicht dann doch eher das Richtige. Aber was macht den Rucksack jetzt so besonders und so anders als andere? Naja, PGY-Tech, der Hersteller von diesem Rucksack, hat in der Vergangenheit schon Kamerarucksäcke gemacht, und zwar sehr hochwertige Kamerarucksäcke. Und das ist jetzt die FPV-Version von diesem Kamerarucksack. Und ich frage mich wirklich häufig bei Herstellern, ob die Produkte überhaupt selber testen, bevor sie rausbringen, weil manchmal so offensichtliche Fehler oder einfach ein schlechtes Design trotzdem auf den Markt gebracht wird. Und genau das ist das, was der Rucksack hier nicht ist. Was hier wirklich auffällt, jedes noch so kleine Detail ist wirklich zu 100% durchdacht. Also es wirkt wirklich so, als wäre da jemand mit am Werk gewesen, der wirklich FPV fliegt und den echtes Feedback bieten kann, weil der Rucksack ist wirklich clever durchdacht. Mein Highlight ist es tatsächlich, dass man in dem Rucksack einen 3 Zoll oder Cinewhoop unterbringen kann. Jetzt gerade ist da mein Gap SC Cinelog 35 drin mit GoPro, mit meiner Fernsteuerung und mit der DJI-Brille und noch mit einer Kamera und noch mit Akkus. Das ist alles hier drin. Nichts guckt raus. 5 oder 6 Zoll oder vielleicht auch 7 Zoll Kopter passen auch rein, allerdings dann nur mit faltbaren Propellern. Aber das ist wirklich nützlich, weil so ist der nicht nur geschützt, der Kopter, sondern was für mich auch relativ wichtig ist, man sieht ihn einfach nicht so. Weil es ist schon häufiger vorgekommen, dass ich in der Stadt mal angesprochen wurde, ey, was hast du denn da hinten dran? Und das ist vielleicht nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, die man haben will, wenn man so teures Equipment mit sich rumschleppt. Und für die Fernsteuerung hat man auch noch ein extra Fach. Das ist dieser Buckel, den man da hinten sieht. Und da passt tatsächlich selbst meine riesige TX16S mit Crossfire-Modul und allem drum und dran einfach so rein, ohne irgendwas auseinanderzubauen oder sonst was. Allerdings würde ich natürlich trotzdem Stickschützer empfehlen, es ist einfach immer eine gute Sache. Hier sind sogar auch welche dabei, die sind allerdings für kleinere Sticks gemacht, weswegen ich mir dann einfach eigene Stickschützer selber gedruckt habe. Aber auch der ganze Rucksack bietet sehr viel Platz. Wie man sieht, es ist nicht der kleinste Rucksack, und zwar hat er 30 Liter Volumen. Das ist schon wirklich sehr viel. Allerdings finde ich, das ist so der Sweet Spot, wo das Ding nicht extrem riesig aussieht von außen, wie jetzt so ganz große Wanderrucksäcke, aber man halt auch wirklich extrem viel untergebracht kriegt. Das Coole ist, man hat ja auch auf beiden Seiten nochmal extra Taschen, wo man dann Propeller, Werkzeug, kleine Ersatzteile oder auch GoPro-Sachen, zum Beispiel ND-Filter, Akkus und solche kleinen Teile unterbringen kann. Und das ist wirklich ganz nett, weil man kommt im Endeffekt an alles, was man so an Werkzeug brauchen könnte, einfach so dran, ohne den Rucksack selbst halt oben aufzumachen. Und das Hauptfach hinten kann man sich auch so gestalten, wie man es möchte. Alles, was an Abtrennung ist, ist komplett aus Klett und deswegen kann man es natürlich so anordnen, wie man möchte. Hier in der Anleitung sind sogar so ein paar Beispiel-Setups drin, wie man verschiedene Kopter oder verschiedene Setups unterbringen könnte. Und dabei ist noch wichtig zu sagen, das ist wirklich kein normales Klett, wie man es bei so anderen Rucksäcken kennt. Das Zeug hält echt verdammt gut, obwohl das teilweise echt nicht große Streifen an Klett sind. Aber so ein starkes Klett habe ich wirklich noch nie gespürt. Das Coole ist auch noch, dass bei dem Rucksack selber eine feuerfeste Tasche für Akkus dabei ist. Und die passt dann perfekt in das kleinere Fach neben meinem Ladegerät. In dem Fach daneben bringe ich dann meine DJI-Brille unter. Und das Fach daneben bleibt im Endeffekt sogar frei. Da habe ich jetzt meistens meine Kamera drin. Aber da könnte man vielleicht auch noch eine zweite Brille oder sonstige Kleinteile reinlegen. Und damit hat man dann im Endeffekt wirklich alles im Rucksack untergebracht, sodass man außen noch Platz für weitere Kopter hat. Und da kann man dann wirklich sehr viele dran machen, wenn man es wirklich möchte. Allgemein muss man aber auch wirklich sagen, dass die Verarbeitungs- und Materialqualität wirklich eine 1+ ist. Also
so einen gut verarbeiteten Rucksack habe ich wirklich noch nie gesehen. Und glaubt mir, ich hatte auch schon sehr viele in der Hand. Die äußerste Schicht hier ist auch so kratzfesten und auch wasserabweisendem Material. Und das hält wirklich viel aus, weil damit bin ich zum Beispiel jetzt auch schon bei dem FPV-Treffen in Meppen die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Und dann schmeißt mir den Rucksack einfach mal so auf den Boden und hol schnell einen Kopter da raus und so. Und der sieht immer noch aus wie neu. Also das Ding hält wirklich was aus. So ein kleines Highlight für mich sind auch noch diese Gurte hier. Das ist nämlich einfach das gleiche Material wie Sitzgurte bei einem Auto. Also vermutlich ziemlich, naja, übertrieben. Aber man kann auf jeden Fall sicher gehen, dass die nicht eben kaputt reißen oder in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal nachgeben können. Was wirklich ganz nett ist an diesen Schultergurten, die kann man nicht nur wie bei einem normalen Rucksack unten einstellen, sondern auch hier oben von der Länge noch einstellen. Und das hilft wirklich, die ganzen Gurte einfach in die richtige Position zu bringen, wodurch dann das Rückenpolster auch genau da ist, wo es hingehört. Und glaubt mir, ich habe schon seit sehr vielen Jahren Probleme mit meinem Rücken. Und das hier ist wirklich mit Abstand der bequemste Rucksack. Ich habe wirklich sehr viele Rucksäcke. Ich glaube, ich habe momentan 8 oder 9. Und selbst mit viel Gewicht ist das immer noch der beste. Ob das jetzt an der Einstellung liegt oder an der Form vom Rückenpolster, ich kann es euch nicht sagen. Aber wirklich, selbst mit viel Gewicht, man sieht es, das passt einfach perfekt auf selbst meine sehr komische Körperform. Und der sitzt einfach genau richtig. Was natürlich auch noch ganz praktisch ist, ist, dass die Polster hinten sehr gut durchlüftet sind. Die sind im Endeffekt innen hohl. Dadurch schwitzt man dann nicht ganz so stark am Rücken, was vor allen Dingen bei solchen Sommertagen wie jetzt auch ganz angenehm ist. Aber was mir von allen Sachen wirklich am meisten aufgefallen ist, sind die Reißverschlüsse. Dieser Rucksack hat wirklich unzählige Reißverschlüsse. Also nicht ganz unzählig, ich habe nachgezählt, es sind tatsächlich 12. Aber es sind alles originale YKK und alle wasserabweisend und extrem leichtgängig. Ich hatte in der Vergangenheit immer so die Erfahrung, dass wasserabweisende Reißverschlüsse so sehr unsauber zu ziehen sind und so sehr stockig aufgehen. Aber die hier gehen leichter auf als die meisten, die es nicht sind. Also die sind wirklich sehr leichtgängig und sehr sanft, was natürlich auch ganz nett ist, wenn man den Rucksack ganz normal öffnen kann und den nicht aufreißen muss. Und außerhalb von den äußeren Fächern hat man noch 2 große Taschen, also auf jeder Seite eine, wo man dann Wasserflaschen oder sonstige lange Dinge reinstecken kann. Und an der Seite hier ist dazu auch noch ein kleiner Tragegriff, sodass man den Rucksack auch seitlich hochheben kann, wenn der mal irgendwie in einem Auto liegt oder so. Dann hat man vielleicht nicht immer den besten Griff. Und so kann man den wirklich eigentlich von jeder Seite aus ganz normal hochheben. Und ganz vorne ist auch noch ein dünnes Fach, was man aufklappen kann und für ein Landepad oder sonstige flache Dinge nutzen kann. Da der allerdings gepolstert und so ein bisschen abgehärtet ist von außen, kann man auch eigentlich dieses Fach selber als ein Lande- und Startpad nutzen. Und auch das hintere große Fach kann man wirklich komplett rundherum aufzippen, sodass man den ganzen Rucksack aufklappen kann und dann alles easy drankommt. Das mag ich immer sehr gerne, weil so kann man den Rucksack einfach zu Hause aufs Bett legen oder auf den Tisch legen, kann ihn komplett aufklappen und kann alles reinlegen, zuzippen und direkt losgehen und muss dann nicht irgendwie so in den Rucksack reingraben. Klar, ist jetzt für FPV-Rucksäcke relativ Standard, aber ist trotzdem ganz nett, dass hier wirklich alle Fächer sehr breit und sehr groß aufgehen, dass man halt einfach gut rankommt. Und hier passt sogar mein Laptop noch mit rein. Ich habe einen 15,6 Zoll Laptop, allerdings ist es ein 16:10 Bildschirm. Ein 17 Zoll Laptop wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, aber so große Laptops benutzen mittlerweile auch, glaube ich, echt die wenigsten. Und wie gesagt, der passt hier wirklich verdammt gut rein. Aber bei so viel Equipment will man natürlich nicht, dass der Rucksack abhanden kommt oder gar noch gestohlen wird. Deswegen hat man hier auch noch eine AirTag-Tasche drin. Wo die ist, verrate ich euch natürlich nicht, aber es ist trotzdem ein sehr nettes Feature, dass die halt versteckt ist, sodass man, wenn man den Rucksack jetzt mitnimmt, nicht unbedingt direkt sieht, dass da ein AirTag drin ist. Ich meine, klar, mittlerweile kriegt man eine Benachrichtigung, dass ein AirTag in der Nähe ist. Aber vielleicht in der Zeit, bis derjenige den AirTag gefunden hat, hat man den Rucksack selber schon wieder gefunden. Also kann natürlich trotzdem immer noch praktisch sein. Und auch wenn man den Rucksack mal, weiß nicht, im Haus verlegt oder so, immerhin nett, dass sie es eingebaut haben. Und ist natürlich nicht selbstverständlich und habe ich jetzt in der Form extra dafür vorgesehen, auch noch nicht gesehen. Und zu alledem gibt es bei dem Rucksack auch noch eine Limited Lifetime Garantie. Das heißt, wenn mit dem Rucksack selber irgendwann mal Probleme auftreten, ist das eigentlich fast alles unter der Garantie abgedeckt. Für die genauen Bestimmungen schaut einfach noch mal auf der Website vorbei. Aber es ist schon wirklich sehr viel dabei abgedeckt. Also zusammenfassend, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Rucksack. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ich jemals von einem Rucksack so überrascht werde. Aber hier sind halt wirklich viele nette kleine Dinge dran. Und vor allen Dingen ist die Qualität von dem Ding wirklich so
auf einem anderen Level, dass es halt schon wirklich was Besonderes ist. Weil ihr könnt mir glauben, ich habe auch gerade einen Torvol-Rucksack hier und der ist von der Verarbeitungsqualität und auch von der Klugheit der Fächer und der Menge an Funktionen, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt. Also da ist der hier schon echt deutlich überlegen. Und natürlich, ich kann verstehen, dass das schon ein relativ teurer Rucksack ist und dass man erst recht als Anfänger vermutlich nicht das Budget dafür über hat oder einfach generell so viel Geld für einen Rucksack ausgeben will. Wenn man allerdings das nötige Kleingeld dafür über hat, kann ich euch garantieren, dass ihr mit dem Ding hier definitiv nicht enttäuscht werdet. Aber falls ihr beim Kauf doch noch ein bisschen was sparen wollt, habe ich in der Beschreibung 2 Amazon-Links, wo ihr dann automatisch 10% mit spart mit meinem Coupon BLUE10. Und das ist natürlich dann auch schon mal immerhin wieder ein ganzes Stückchen Geld. Aber an der Stelle auch nochmal ein Riesendank an PG Whitetech selber, dass ich diesen Rucksack schon vor Release bekommen habe und den jetzt testen konnte für dieses Video. Ich werde den auch in Zukunft ganz normal weiter benutzen, wie ich es ja jetzt auch für die letzten 2 Monate oder so schon gemacht habe, weil ich bin wunschlos glücklich und der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das könnt ihr mir glauben. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zu einem ganz normalen FPV-Video. Bis dahin und tschüss.